Heute geht's um Liebe, Tod und Roboter. Jedenfalls sind das die Mottos von Netflix Animationskurzgeschichten-Anthologie Love, Death and Robots. Das hier wird allerdings kein Review. Vielmehr will ich dem Format dieser Serie auf den Grund gehen, beziehungsweise warum die Serie überhaupt produziert wurde. Wenn man Love, Death and Robots das erste Mal guckt, fällt einem vor allem auf, wie gut die Animationen aussehen, wie realistisch menschliche Emotionen getroffen und wie organisch Lebensformen dargestellt werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Episoden, die einen ganz eigenen, manchmal sogar sehr extravaganten Style haben. Hinter der Anthologie steckt die Animationsklitsche Blur Studios. Videospielfreunden könnte der Name nicht unbekannt sein. Ich meine, fast alle geilen Trailer oder Cutscenes, die man so kennt, kommen in der Regel von Blur Studios. Hier, ich scroll mal kurz durch Showreel. Aber zurück zur Serie. In den 18 Episoden, die zwischen 6 und 17 Minuten lang und von verschiedenen Regisseuren betreut worden sind, lebt sich das Studio kreativ in jeder denkbaren Richtung aus. Die Skripte, genau wie eben die Animationen, kommen nämlich aus Studiohand. Inhaltlich steht dabei allerdings öfter die Qualität deutlich hinter der Visualität. Wenn man sich den IMDb-Eintrag der Serie anguckt, findet man nicht nur viele vertraute Gesichter, die als Stimmen oder eben Schauspieler auftreten, auch Tim Miller ist bei allen Episoden aufgeführt. Miller kennen vielleicht einige wiederum als den Regisseur von Deadpool. Was viele dann wiederum nicht wissen, ist, dass Miller Blur Studios 95 gegründet hat und dort unter anderem Creative Director ist. Neben den schon angesprochenen Videospiel-Cutscenes sind Blur Studios in der Vergangenheit vor allem durch Produktionen aufgefallen, hinter denen zwar kein Kunde stand, das Team allerdings ein ganz klares Ziel vor Augen hatte. Ein gutes Beispiel, leider ohne großen Bass, war der Trailer für den Film zur Comicreihe The Goon. Norton, another Cosmopolitan. Darauf folgte immerhin eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne, aus dem Film ist dann leider schlussendlich nichts geworden. Anders sieht es da bei einem rot maskierten Marvel-Helden aus. Ich meine nicht Spider-Man, sondern den schon erwähnten Deadpool. Nachdem das Studio Test-Footage gedreht hatte, lag diese erstmal brach und wurde dann geleakt, um einen unglaublichen Hype im Internet zu erzeugen. Das Ergebnis dieses Hypes können wir jetzt in 2 Deadpool-Filmen begutachten. Mit Love, Death and Robots hebt Blur Studios ihre "Wir produzieren mal was und hoffen, jemand beißt an" Taktik auf ein neues Level. Natürlich ist komplette kreative Freiheit ein großer Luxus und Segen für ein solches Studio. Allerdings ist die komplette Serie auch eine riesige Visitenkarte, die mit Netflix als Basis Milliarden von Menschen erreicht. Klar ist die grundlegende Taktik des Studios nichts Neues, geführt sind Blur Studios dabei aber immer ein wenig drastischer als die Konkurrenz vorgegangen. Da kann ich nur sagen, Chapeau, Herr Miller, da hat sich's doch schon gelohnt, vor 5 Jahren die Werbespots für Netflix zu produzieren. Vielleicht wird ja sogar mein Wunsch, dass der Goon-Film dann doch irgendwann nochmal fertiggestellt wird, ja doch noch wahr. Das wäre so schön.